Hallo, mein Name ist Karl-Gerhard Pieroth und ich bin der Schöpfer der Connect and Activate Salze. Ich freue mich jetzt, zu dir zu sprechen über ein ganz wichtiges Thema, die emotionale Heilung. Das Connect and Activate Salz Nummer 4 fokussiert auf die physische Heilung, auf die Entspannung, aus Stress herauskommen. Und damit hilft es natürlich auch dem Körper, sich selbst zu regenerieren und stärkt die Selbstheilung. Das Salz Nummer 5 ist der nächste Schritt. Ein ganz wichtiger Schritt ist die emotionale Heilung. Wir alle haben emotionale Verletzungen und die sitzen tief im Unterbewusstsein. Mit dem Connect and Activate Salz Nummer 5 verbindest du, wie mit allen dieser Salze, dich wieder mit deinem höheren Bewusstsein. Das höhere Bewusstsein ist umgeben von bedingungsloser Liebe und das ist das, was heilt. Die bedingungslose Liebe ist anders als das, was wir im Leben als Liebe bezeichnen. Liebe, wie wir sie im Leben Liebe nennen, ist oftmals eine Vereinbarung. Bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Das ist die Basis oftmals. Oder wenn du dich so verhältst, wie wir erwarten, geben wir dir Aufmerksamkeit. Emotionale Verletzungen entstehen durch den Mangel an Aufmerksamkeit. Du wurdest nicht wahrgenommen, du fühlst dich nicht geliebt, anderes war wichtiger. Es fehlte dir einfach dieses Gefühl von, ich bin geliebt, egal was ich mache, auch wenn ich mal einen Fehler mache, ich bin einfach geliebt. Und die Nummer 5 von den Connect and Activate Salzen unterstützt die Heilung dieser emotionalen Wunden, dieses Mangelgefühls, das so viele durch eigentlich unlogische, schädliche Aktivitäten für sich selbst verstecken wollen. Suchtverhalten ist oftmals begründet in nicht erfahrener Liebe. Mangel an dem Gefühl, ich bin in Ordnung. Nutze das Connect and Activate Salz Nummer 5, um wirklich deine Selbstliebe aufzubauen. Das ist nichts Egoistisches. Wenn du dich selbst liebst und wertschätzt, ist es leichter, erfolgreich zu sein. Kannst du mehr Verbindungen zu anderen Menschen machen. Du fühlst dich sicher zwischen anderen Menschen. Wenn du mit dem Inspirationssalz Nummer 5 arbeitest, heilst du auch das, was viele die Heilung des inneren Kindes nennen. Das ist das, dass du wieder frei wirst, wie die Kinder spielen kannst, dich frei entfalten kannst. Ein ganz wichtiger Aspekt. Menschen, die emotionale Verletzungen mit sich tragen, sind immer sehr vorsichtig, was sie sagen, mit wem sie zusammen sind und haben oft nicht die Fähigkeit, wirklich in Beziehungen und in Liebe hineinzugehen, weil sie selbst die Liebe oftmals nicht selbst erfahren haben. Die Heilung der emotionalen Wunden ist wirklich ein Schlüssel für deine Weiterentwicklung, für das zu dir kommen und zu der eigenen Wertschätzung. Wenn du dich selbst wertschätzen kannst und nicht mehr abhängig bist von Aufmerksamkeit und sogenannter Liebe von außen, dann bist du auch erfolgreicher, weil du bist viel stabiler, viel stärker und mutiger. Es braucht immer wieder Mut und der kommt nur durch Selbstvertrauen. Dein Selbstvertrauen wird durch Heilung der emotionalen Wunden gestärkt. Ich wünsche dir ganz viel Freude in dieser für viele schwierigen Entwicklung, die aber gleichzeitig so ungemein befreiend ist. Du wirst sehen, du bist ganz anders, als du bisher von dir gedacht hast. Du bist viel freier, du kannst viel mehr machen, du kannst viel mehr erreichen, wenn du deine emotionalen Wunden geheilt hast. Wenn das innere Kind befreit ist, das spielen will, das kreativ ist, dann bist du ein ganz anderer Mensch, hast eine ganz andere Lebenserfahrung. Ich wünsche dir so viel Freude damit.